Das letzte Rennen war der Saisonauftakt in Hockenheim. Da waren wir ja davor schon bei der GTC und sind dort unser Testrennen gefahren, unsere Saisonvorbereitung. Wir haben in der Endurance den Klassensieg geholt für die Caymans und sind dann als Tabellenführer auch zum Rennen 2 nach Italien gereist. Hallo, ich bin Daniel Gregor, ich bin 17 Jahre alt und fahre dieses Jahr im Porsche Sports Cup mit Christoph Krombach im Küstin Bernhard. Ich bin zum Vergleich zu anderen Fahrern noch ein eher junger Fahrer, aber ich denke, ich hatte eine gute Ausbildung im Kart, bin schon auch ein paar Jahre im Motorsport und dass ich vorne mitfahren kann und dass ich Pace habe, denke ich, konnte ich letztes Jahr zeigen. Was sehr wichtig ist, wie man sich auch körperlich für so eine Sportart vorbereitet. Ich mache sehr viel Training, Oberkörpertraining, sehr viel Cardio. Ich denke, das ist natürlich auch sehr wichtig, weil man unterschätzt das oft. Autofahren auf der Rennstrecke ist anstrengend und wenn man körperlich dafür einfach besser vorbereitet ist, hat man auch Vorteile. Ich und mein Vater haben ein sehr enges Verhältnis. Er hat mir das alles ermöglicht, wo ich jetzt bin. Ohne ihn wäre ich auf jeden Fall nicht jetzt hier. Also auf jeden Fall mein Vater und ich, wir machen das schon seit ich 7 Jahre alt bin. Also kann ich ihm alles dafür danken. Und mein Vater ist immer an den Rennstrecken dabei und supportet mich, egal wie es läuft. Wir sind dieses Mal zum Rennen 2 in Misano in Italien, in der Region Emilia-Romagna. Ein ganz besonderer Ort. Es ist auch was anderes, mal nach Italien zu kommen. Das italienische Flair, die Sonne, es ist brutal warm hier am Wochenende. Und wir freuen uns auf ein spannendes Wochenende hier. Am Donnerstag haben wir einen Trackwalk gemacht. Das ist einfach sehr wichtig für uns, um nochmal ein paar Punkte anzuschauen von der Strecke, weil wir waren vor einem Jahr hier. Da können sich viele Sachen geändert haben zum Thema Curbs, zum Thema Asphalt, alles Mögliche. Und ich denke, das ist einfach wichtig, nochmal ein paar Punkte durchzugehen. Insbesondere, wenn man über die Strecke läuft, kann man sehen, welche Curbs schärfer sind wie andere. Das ist wichtig für ein Langstreckenrennen, wo man keine Reifenplatze haben will. Und ich denke dann, auf der Strecke zu laufen und jede Details nochmal klar anzuschauen, ist einfach ein sehr wichtiger Anfang für ein Wochenende. Und das ist einfach etwas, das macht man jedes Mal. Mein Name ist Andreas Meierl, ich komme aus Südtirol, bin Fahrinstruktor bzw. Instruktor bei Porsche. Betreue in dieser Funktion jetzt den CK und den Daniel hier im Zuge der Rennserie. Also an der Rennstrecke geht es hauptsächlich auf der einen Seite um das Management der Fahrer untereinander, um sage ich mal, die letzten Tipps sich noch abzuholen von mir, Datenanalyse und die letzten Hundertstel zu finden. Also Misano ist eine sehr, sehr technische Strecke. Einerseits nicht so lange mit 4,2 Kilometern, sehr schnell, dementsprechend tricky. Vor allem die letzte Ecke sehr technisch auf der Bremse, viel Schwung dann mitzunehmen im 4. Gang. Und das macht schon interessant. Also ich mag die Strecke sehr. Die Curbs sind sehr hoch. Man kann sehr, sehr leicht in gewisse Kurvenpassagen die Reifen zerstören oder sich einen Platten holen. Ja, am Freitag sind die ersten Testsessions. Die nutzen wir normalerweise, um uns an die Strecke zu gewöhnen, Setups zu machen für Samstag, Sonntag.
In meiner ersten Test-Outing mit sehr, sehr alten Reifen ist mir das Auto ein bisschen quer gekommen. War sehr ungewöhnlich. Ich habe es versucht aufzufangen, aber das ging dann leider in die falsche Richtung. Es war Gott sei Dank nicht so schwer beschädigt, dass wir es nicht hätten wieder aufbauen können. Unsere Mechaniker haben einen gigantischen Job gemacht. Die haben den ganzen Tag unter dem Auto gelegen, neben dem Auto gelegen, Teile abgebaut, Autoteile sauber gemacht, Ersatzteile geholt. Und haben dann das Auto so gut fertig bekommen, dass wir noch das letzte Outing fahren konnten. Das war nochmal ganz wichtig zum Ende des Tages, um einfach zu gucken, ob alles funktioniert, ob auch irgendwelche Beschädigungen da sind, die man nicht sieht oder nicht merkt. Am Samstag hatten wir 2 Sprintrennen, die ich alleine bestreite, ohne Daniel. Nachdem ich in Hockenheim im Qualifying nicht so gut unterwegs war, war die Zielsetzung hier in Misano deutlich stärker unterwegs zu sein. Dieses Mal haben wir eine Besonderheit. Wir haben einen zusätzlichen Lauf, der ist am Samstagabend, das ist das Night Race. Und deshalb benötigt man 3 gezeitete Runden im Qualifying. Und die Herausforderung war, mit dem Peak der Reifen 3 schnelle Zeitrunden in den Asphalt zu brennen. Das Qualifying lief für mich gut. Ich bin als Sechster ins erste Rennen gegangen und in die beiden weiteren Rennen auf Startplatz 4. Meine besten Ergebnisse in der Sprintwertung bis dato. Von daher war das Qualifying sehr zufriedenstellend. Das erste Sprintrennen war am Samstagnachmittag von Position 6 gestartet. Harte Fights, viele Duelle, sehr spannendes Rennen. Ich hing hinter den beiden East Racing Fahrzeugen fest, kam nicht vorbei. Am Ende bin ich Vierter geworden. Knapp am Podium vorbei in der Klasse, ist immer ein bisschen ärgerlich, aber am Ende des Tages war es gut, wertvolle Punkte gesammelt. Am Samstagabend sind wir dann das Night Race gefahren, eins der Highlights in jeder Saison Porsche Sports Cup. Die Strecke hier wird extra ausgeleuchtet, man hat Zusatzscheinwerfer am Fahrzeug. Ich bin abgeschossen worden. Ja, es gab eine relativ heftige Kollision mit 3 Fahrzeugen. Die beiden East Racing Fahrzeugen, die gelb-schwarze, waren mit dran beteiligt. Und dann bin ich ausgerollt in Kurve 2 und das Rennen war für mich beendet. Sehr schade, sehr aussichtsreiche Startposition. Es gibt das 1,5-fache an Punkten, doppelt ärgerlich. Man hätte die Chance gehabt, wichtige Punkte zu sammeln. Auch nachdem ich in Hockenheim im ersten Rennen ausgefallen bin bei der Sprint-GT, war das die Chance, nochmal Punkte gut zu machen und deshalb natürlich doppelt ärgerlich. Der Sonntagmorgen hat gestartet mit dem Qualifying in der Endurance. Da ist die Erwartung immer sehr hoch, weil Daniel und ich uns zusammen das Cockpit dort teilen. Jeder muss gezeitete Runden abliefern im Qualifying. Daniel hat das wieder hervorragend gemacht. Wir waren schnellster Cayman, Pole Position in der Klasse. War ein starker Auftakt, Pole Position ist immer gut und ja. Ja, das Endurance Quali war, ich will mal sagen, ziemlich erfolgreich. Ich konnte in unserer Klasse das Auto auf Pole stellen. Damit hatten wir eine gute Voraussetzung für das Endurance-Rennen.
Der Sonntag ist gestartet mit dem Sprint GT-Rennen, wo ich wieder alleine angegriffen habe. Startplatz 4. Die Erwartungen waren hoch. Natürlich immer noch im Hinterkopf das Nachtrennen, wo man abgeräumt wurde in Kurve 1, dass man das besser machen kann und besser machen möchte. Natürlich war die Herausforderung, Kurve 1 zu meistern, mit der ganzen Meute hinter sich. Das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Ich habe ein paar Plätze verloren, bin aber durch die ersten Kurven durchgekommen. Konnte mir die Plätze wieder zurückerobern und ja, am Ende stand Platz 3 in der Klasse, mein zweites Podium im Sprint GT. Nach Hockenheim Platz 2, gab es jetzt hier Platz 3, sicherlich sehr zufriedenstellend. Und wenn man bedenkt, wie das Wochenende gestartet ist, war das eine Genugtuung und ja, war gut für die Seele nach den schwierigen und herausfordernden ersten Tagen vom Wochenende. Am Sonntagnachmittag ist dann unser Highlight die Endurance. 100 Minuten Rennen, Start lief gut. Ich habe dann anschließend in den nächsten Runden ein paar Plätze verloren. 2 Plätze, um genau zu sein. Es ging darum, einfach 40 Minuten Vollgas durchzuperformen. Dann kommt der Fahrerwechsel, Boxenstopp mit der Pflichtstandzeit, Nachtanken, Reifenwechsel. Hat super funktioniert, die Mechaniker haben einen super Job gemacht. Ich habe dann übernommen, 60 Minuten vor Schluss. Ich glaube, der Abstand war so um die 40, 50 Sekunden zum Führenden. Ich denke, mein Stint war sehr erfolgreich. Ich konnte den Abstand einfahren. Erstmal habe ich den zweiten Platz wieder zurückgeholt. Dann jede Runde ein paar Sekunden abgeknabbert von der Distanz zwischen mir und dem ersten. Und dann 15 Minuten vor Schluss konnte ich den ersten überholen. Daniel hat es dann geschafft, den Rückstand sukzessive abzuarbeiten, konnte die Führung holen und am Ende auch unseren Klassensieg. Ja. Ich denke, das hat einfach insgesamt sehr viel Spaß gemacht, auch als Team, zu sehen, dass wir da so eine Aufholjagd geleistet haben. Das nächste Rennen ist in Österreich, der Red Bull Ring. Eine der schönsten Strecken, finde ich, im Jahr. Die Erwartung ist ganz klar. Wir reisen an als Tabellenführer in der Endurance und haben die ersten 2 Rennen gewonnen. Da kann nur die Erwartung sein, in der Endurance auch Rennen 3 zu gewinnen und die Tabellenführung weiter auszubauen. Wir wollen auf dem Level weiter performen. Das Team ist stark und wir als Fahrer auch. Und von daher ist das ganz klar unsere Erwartungshaltung.